Hallo, schön, dass du auf meinem Kanal bist. In diesem Film möchte ich dir eines der Wahrzeichen von Ho Chi Minh näher bringen. Der Independence Palace oder auch Unabhängigkeitspalast. Wie immer erzähle ich dir etwas über seine Geschichte und Rolle im Indochina-Krieg gegen die Franzosen und im Vietnamkrieg und gebe dir allgemeine Reisetipps und was du beachten solltest. Der Independence Palace ist das Sinnbild für das lange Ringen der Vietnamesen um Selbstständigkeit und Freiheit von anderen Mächten anhand der Geschichte eines Gebäudes. Wenn dir das Video gefällt, vergiss bitte nicht es zu teilen und abonniere doch meinen Kanal. Das lange Ringen der Vietnamesen um Selbstständigkeit und Freiheit von anderen Mächten anhand der Geschichte eines Gebäudes. Der Norodom-Palast. Als der ursprüngliche Wiedervereinigungspalast von einem Franzosen, Georges Lhermitte, zwischen 1868 bis 1873 konstruiert wurde, stand Vietnam noch unter der französischen Kolonialherrschaft, weshalb er nach dem von den Franzosen eingesetzten König, Norodom, benannt wurde. Der Unabhängigkeitspalast. Die Franzosen kapitulierten 1954 gegenüber den Viet Minh, die Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, und mussten ihre Truppen aus Indochina zurückziehen. Der General Paul übergab den Norodom-Palast dem südvietnamesischen Präsidenten. Nachdem der Präsident in den Palast eingezogen war, änderte er den Namen zu Unabhängigkeitspalast. Das markierte den Tag, an dem Vietnam von der französischen Kolonialherrschaft endlich befreit wurde. Im Februar 1962 flogen 2 südvietnamesische Piloten auf den Palast und bombardierten diesen. Der ganze linke Flügel wurde zerstört. Daraufhin befahl ihm die komplette Zerstörung des Palastes. Juli 1962 fing die Konstruktion eines neuen Palastes an und wurde im Jahr 1966 vollendet. Der Wiedervereinigungspalast. Als ein Panzer am Morgen des 30. Aprils 1975 in die Toren des Palastes krachte, blieb der Palast unversehrt. Kurz nach dem Aufschlag kletterte ein Leutnant der Kommunistischen Nationale Front für die Befreiung Südvietnams, abgekürzt NFB, auf das Dach, um die Flagge Südvietnams mit der Flagge der NFB zu ersetzen. Dies symbolisierte den Fall von Saigon, die Machtübernahme Nordvietnams und das Ende des Vietnamkrieges. Südvietnam und Nordvietnam wurden wieder vereinigt. Der Palast wurde zum letzten Mal umgetauft in Wiedervereinigungspalast. Heute ist der Wiedervereinigungspalast hauptsächlich eine Touristenattraktion. Es steht in der ganzen Woche offen, es sei denn, es findet eine Konferenz statt. Für Vietnamesen aber ist es ein wichtiges Gebäude, das in Elend aufgebaut wurde und in der Befreiung endet. Der Unabhängigkeitspalast umfasst rund 95 Räume, die auf verschiedenen Ebenen verteilt sind, darunter ein Untergeschoss mit einem Bunker, mehrere Stockwerke mit Konferenz- und Regierungsräumen sowie Wohnbereiche der Präsidentenfamilie im Obergeschoss. Die Räume wurden für unterschiedliche Funktionen wie Empfänge, Konferenzen, Büros und als privater Wohnbereich gestaltet. Im Erdgeschoss sind diverse Konferenzräume zu besichtigen. Alle Räume sind original erhalten worden und werden bei Staatsbesuchen auch noch genutzt. Im ersten Stock befinden sich die Arbeitsräume und Privatgemächer des Präsidenten. Wie die Kommandozentrale. Das Präsidentenbüro. Sitzungszimmer des Präsidenten und Vizepräsident. Und das Ambassadorenzimmer. Im hinteren Teil sind dann die privaten Gemächer des Präsidenten. Auf dem Gelände wurde ein Bunker gebaut, um den Präsidenten und hohe Beamte während des Vietnamkriegs zu schützen. Hier suchte die Führung bei Luftangriffen und Angriffen Zuflucht, was die Spannung und Unsicherheit jener Zeit verdeutlicht. Der Keller ist ein weiterer interessanter Bereich, der das Kommunikationszentrum zeigt, das während des Krieges zur Kontaktaufnahme mit Verbündeten genutzt wurde. Hier findest du außerdem ein Kino,
ein Billardraum und das private Apartment des Präsidenten. Dieser Bereich bietet Einblicke in das tägliche Leben und die Aktivitäten des Präsidenten und seines Personals während des Krieges. Der Palast selbst ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Ho Chi Minh-Stadt und ein Wahrzeichen der Stadt. Für den Besuch des Unabhängigkeitspalastes in Ho Chi Minh solltest du den Palast in den kühleren Monaten von Dezember bis April besuchen und Stoßzeiten wie morgens 9 Uhr bis 11 Uhr und nachmittags 14 Uhr bis 16 Uhr meiden. Nutze Taxis oder Busse, um zum Standort zu gelangen. Der Palast ist täglich von 8 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet. Der Palast bietet einen Einblick in die Geschichte Vietnams, seine Architektur und die Bedeutung des Endes des Vietnamkriegs. Plane ausreichend Zeit ein, um die erhaltenen Räume, Veranstaltungsräume und die unterirdische Bunkeranlage zu erkunden. Es ist auch empfehlenswert, einen lokalen Führer zu engagieren oder sich Kopfhörer zu mieten, wo einem die verschiedenen Räume erklärt werden. Weitere Highlights: Ganz in der Nähe befindet sich auch das Kriegsmuseum, welches ein Muss ist, wenn man in Ho Chi Minh ist. Auch findet ihr in der Nähe das französische Hauptpostamt und die Notre-Dame-Basilika. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen hoch und hinterlasse mir doch deine Wünsche und Fragen.